Skorpion. Hammer und sicher. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns gerade im sonnigen Armenien und für uns geht es gleich in eine gigantische Chemiefabrik aus der Sowjetzeit. Das Besondere an der Anlage ist, dass sie damals 40% des Landeseinkommens von Armenien generiert hat. Das Gelände stammt aus 1936, musste jedoch irgendwann aufgrund von wirtschaftlichen Engpässen schließen. Außerdem gab es hier mehrere Umweltskandale und das Gelände soll hier noch teilweise mit Chemieabfällen verseucht sein. Ich würde sagen, das klingt optimal für uns. In dem Sinne schnacken wir nicht mehr lang, rein in die Action. Oh, jetzt schaut euch das Ding mal an. Direkt hier 3 wunderschöne Kühltürme, komplett verfallen. Also das ist ja wirklich eine Anlage aus dem Bilderbuch. Und da im Hintergrund schon direkt die nächsten. Also ich glaube, da werden wir heute einiges finden. Und alles noch aus der Sowjetzeit. Also hier wurden damals im großen Stil Chemikalien produziert. Boah, was zur Hölle? Fedo, das ist krank. Ein riesiger Rotor, was ist das? Alter Schwede, das ist ja wirklich wild. Wie nach dem Weltuntergang, alles komplett eingestürzt und da oben einfach dieses massive Rotorblatt. Ich vermute, dass das mal ein Kühlturm war, aber 100% sicher bin ich mir auch nicht. Boah, keine Ahnung. Wir müssen da auf jeden Fall irgendwie raufkommen, aber bis jetzt sehe ich echt nur diese komplett verrostete Leiter. Vielleicht einmal hier rundherum schauen. Oh! Ich bin jetzt einmal hier die Runde gegangen, aber es scheint so, als wäre die Leiter da vom Anfang der einzige Weg rauf. Ich weiß nicht ganz, ob das Ding hält. Okay, das klang nicht gut. Das ganze Ding schaut wirklich so aus, als würde es jeden Moment einbrechen. Ich würde sagen, wir suchen nach einem anderen Weg. Das Ganze hier ist höchstwahrscheinlich auf jeden Fall hohl, weil wir stehen gerade auf so einer Art Tunnel, die darüber führt. Und da haben wir auch schon so eine kleine Luke entdeckt. Ich würde sagen, die checken wir mal ab. Ja, komm gleich hin. Oh. Einfach höher als gedacht. Ja, oh. Und da geht es auf jeden Fall in die Finsternis. Oh, das sieht aus wie ein fetter Motor. Und das sieht eindeutig nach dem Antrieb aus für den Rotor. Wir befinden uns ja gerade direkt unter. Bro, da ist eine Leiter. Oh. Schau dir das an. Okay, ja, das ist unser Weg. Boah, vielleicht geht die ganz rauf. Ja, ja. Vorsichtig antesten, aber hier hoch. Da ist sie, die Leiter. Und die führt drauf. Fedo, da liegt ein Skorpion, ein toter. Schau dir das an. Boah. Ein toter Skorpion. Ist der überhaupt tot? Okay, der ist tot. Skorpione gibt es ja auch noch. Da müssen wir richtig aufpassen. Na. Ja, oder? Wir sind unterm Rotor. Fedo, ich weiß nicht, ob wir da raufkommen. Hört sich das mal an. Da unten waren wir vorhin und das ist jetzt der Rotor. Und wir sind einfach direkt hier drunter. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, gut. Also auf den Rotor geht's leider nicht drauf. Also bevor wir da jetzt irgendwas unnötig riskieren, geht's für uns wieder runter auf Bodenlevel und direkt zum nächsten Objekt. Komm, gleich weiter exploren. Und wieder auf Bodenlevel. Da geht auf jeden Fall außen noch eine Leiter hoch. Vielleicht kommen wir ja so zum Rotor. Um einen Versuch hier noch. Boah, ist das sketchy. Alles komplett brüchig hier schon.
dir das an. Das ist er. Boah, schaut euch das Ding an. Da unten waren wir vorhin gerade. Das ist wirklich was fürs Lost Place Magazin, Leute. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein Kühlturm ist oder ob von hier unten vielleicht Dampf aufgestiegen ist, der den Rotor hier angetrieben hat und dadurch Energie erzeugt wurde. Ich habe keinen Schimmer, aber es sieht auf jeden Fall krank aus. Ja, das sieht richtig geil aus, das Ding. Und von hier sieht man jetzt wirklich perfekt die Ausmaße von diesem riesigen Komplex. Überall verlassene Industrieanlagen. Also das Ding soll wirklich 20% der ganzen Stadt hier ausmachen. Und das rottet hier einfach vor sich hin. Wirklich verrückt. Also ich denke, den Rotor haben wir jetzt endgültig abgehackt. Hier drüben sieht es auf jeden Fall richtig wild aus. Und ich sehe da schon so eine kleine Brücke, die direkt über die Autobahn geht. Und ich glaube, die könnten wir als nächstes in Angriff nehmen. Komm, los geht's. Boah. So, da oben ist jetzt die Röhre, zu der wir irgendwie gelangen müssen, weil die führt direkt über die Straße auf die andere Seite von dem Industriekomplex. Das klingt ganz nach uns. Komm rüber mit dir. Yes. Yes. Ich werde hier schön die Leiter nehmen. Das ist sketch, weil unter uns fahren hier wirklich die Autos. Ich glaube, wir müssen schnell sein, kurz abwarten, bis keiner fährt und dann durch. Ja. Und Zugriff. Boah, also undercover war das gerade nicht. Ja, ich hoffe, da hat niemand gesehen. Ja. Oh. War das wieder ein Manöver. Yes, drüben. Jetzt noch hoffen, dass uns da gleich nicht irgendein wilder Köter anspringt. Alter Schwede. Boah, das Areal schaut noch um einiges größer aus als das von vorhin. Überall die eingestürzten Hallen. Da hinten sieht nach irgendwelche Stromtransformatoren aus. Einfach schön der Nase nach und rein in die Masse. Komm. Boah. Alter. Das ist schon wild, dass dieses Gelände so riesig ist und alles vor sich hin rottet. Wie viel das gekostet haben muss. Hier führt auf jeden Fall so ein Steg entlang und der zieht sich hier vielleicht durchs ganze Gelände. Wir könnten da auf jeden Fall mal rauf und dann oben weiter spazieren, damit wir einen besseren Überblick haben über das Areal. Das sieht ja schon wie die optimale Leiter aus. Das Metall aber drauf. Wir spazieren jetzt auf jeden Fall mal nach vorne und schauen uns von hier oben einfach an, welches Objekt uns anlacht und nehmen das dann genau unter die Lupe. Weil bei der Menge hier ist das echt schwierig. Hier ist es jetzt schön schief. Oh, okay. Also das ähnelt hier jetzt eher an einer Hängebrücke. Ja, du bist da schön eingespreizt zwischen Asbestplatte und Metall. Alter Schwede. Da muss man schon den Bauch einziehen, um da durchzukommen. Die Brücke liegt auf seinem riesigen Rohr auf. Ja, das Ding ist stabil. Schön vorsichtig einer nach dem anderen darüber. Riechst du das, Pedro? Ja. Es riecht chemisch, oder? Es riecht richtig chemisch. Ja, ja. Also jetzt kommt einem das wirklich in den Kopf, dass das Gebiet hier wirklich teilweise komplett kontaminiert sein soll mit Chemikalien. Aber ja. Das Gebäude hier sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch Maschinen drin stehen. In dem Sinne, ich würde sagen, direkt hier den Indiana Jones Weg auf die andere Seite. Oh ja, da wird es jetzt aber auch noch eng. Boah, wie magst du da durch? Ah. Oh, Bro. Da freut sich die nicht vorhandene Tetanusimpfung. Oh. Ja, perfekt. Komm Indiana gleich nach. Ja, ja. Schön den Booty einziehen.
Ja, ja. Der klemmt fest. Ja, das ist es. Dein Turban. Dein Turban. Oh. War wieder der Spezialweg hier durch. Jetzt direkt auf die andere Seite. Also das ist schon wild. Man kann hier wirklich das ganze Gelände in der Luft abgehen. Einfach durch die ganzen Brücken, die hier entlang führen. Und auch jetzt noch durch eine Baumkrone kämpfen. Aber da drüben ist das Dach. Oh. Das war ja wieder mal ein Kampf. Und wir sind oben. Jetzt mal noch hoffen, dass in dieser Halle wirklich auch Maschine oder sowas rumsteht und die nicht komplett ausgeschlachtet ist. Und da geht's direkt weiter mit der Challenge. Ja. Und gleich weiter. Ja. Und schön rein. Oh, da sehe ich Maschinen, Bro. Oh, und ein Hund. Hast du das gehört? Ja, da war ein Hund. Oh, oh. Oh, da ist irgendwo ein Hund unten. Na, der bellt arg. Der klingt nicht erfreut. Komm mal rüber her. Oh, da unten sind auf jeden Fall Maschinen, aber da unten wartet auch ein kläffender Hund auf uns. Hört sich das mal an. Also da steht wirklich etliches an Zeugs rum. Ideal für uns. Das einzige Problem ist wirklich der Hund. Der klang ganz und gar nicht erfreut. Okay, da ist eine Leiter. Schau dir das Ding an. Und überall irgendwelche Räder. Da eine riesige Schaltwand. Da steht noch irgendwas auf Armenisch oben. Überall die Anzeigen. Das ist sogar noch mit Papier hier drinnen. Boah, keine Ahnung, was das hier ist. Und da unter uns ist einfach noch ein Stock. Aber den Hund höre ich jetzt nicht mehr. Vielleicht haben wir Glück. Hoffentlich springt er uns nicht gleich irgendwo entgegen. Da ist er. Ah, Wo? Oh, da unten. Alter, das ist ein Lieber. Der will uns gar nicht angreifen. Das ist ein ganz lieber kleiner scheuer Hund. Ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr von denen hier unterwegs sind, so groß wie das Gebiet hier ist. Also solange die uns nicht attackieren, alles gut. Oh. Und da geht's direkt in die nächste Halle. Boah, alter Schwede. Das sieht ja wirklich wie das reinste Filmset hier aus. Ja, es sind so riesige Industriehallen einfach. Ja. Und hier sind dann wahrscheinlich die Chemikalien durchgeflossen. Man riecht das aber wirklich. Das liegt noch in der Luft auf Ja, jeden ja. Fall. Diverse Motoren, Ventile, alte Schaltfläche. Und da steht sogar noch was an der Wand. In Armenisch. Bro, schau dir das an. Das ist Deutsch. Gute Hoffnungshütte. Stärkrade Aktiengesellschaft. Bro, das ist Deutsch. Alter Schwede. Eine deutsche Maschine. Hier auch Siemens. Aha. In ein Gerümpel. Oh! Schau dir das an. Das sieht nach Propagandamaterial aus. Das sieht Ja. sowjetisch aus. Ja, ja, schaut euch das an. Hammer und Sichel. Wie geil ist das? Ja, das ist schon wild. Und hier soll das ein Pilot sein oder eine Frau? Und das sieht aus wie ein Nougathaufen. Bro, das sind echt alte Plakate. Schön mit Helikoptern Ja. drauf. Das sind Fallschirmjäger, schau. Fallschirmspringer. Und hier sind tatsächlich noch Dokumente drinnen. Und da der Russian Wodka. Moskowskaja. Schau dir das an. 1941 bis 1945. Das sind wahrscheinlich wirklich hier Spinden von den Arbeitern, kann ich mir vorstellen. Die sind hier überall. Teilweise waren die noch verschlossen, also was da drinnen liegt, wäre wirklich interessant zu wissen. Oh, Fedo, da haben wir aber jetzt den Lenin. 1984. Alter Scholli.
Und das sind wahrscheinlich Arbeiter aus der Fabrik. Boah, heftig, heftig. Boah, bist du deppert. Was zur Hölle? Da ist alles noch drinnen. Ist doch nicht. Sieht einfach aus wie ein Büro oder ein Arbeiterraum oder sowas. Hier eine Werkbank, alte Fernseher, Schuhe. Alter, das sind noch die Schuhe. Und hier die Garderobe. Boah, und die Nackten. Schön die ganze Wand hier verziert. Ich glaube, da wartet noch einiges auf uns. Ich bin echt geflasht, was für Relikte hier noch rumliegen. Ja. Und wir sind wieder draußen. Man weiß hier echt nicht, wo man hinschauen soll. Es gibt hier wirklich zu viel. Ich glaube, hier könnte man echt 10 Videos drehen. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder auf Hundelevel. Das heißt wachsam sein. Schön über die Asbestplatten hier. In irgendeiner Gebäuderuine. Das sind Filter. Wo? Oh. Ah, schau. Das sieht wie ein Gasmaskenfilter aus. Da ist die Filtermembran. Das ist von einer Gasmaske, 100%. Sieht noch eine rum. Na, das ist eine Gasmaske, Bro. Die sieht noch mal ganz anders aus als die, die wir in den Bunkern bei uns haben. Und das könnte das Ding sein, was man vorne drauf schraubt. Ja, mit dem Vielleicht. Verbindungsschlauch, glaube ich. Aber das Ding ist ja riesig. Eindeutig Gasmasken, jetzt wird's aber wild. Aber wir haben uns schon gedacht, dass es hier auf dem Areal auf jeden Fall irgendwas Bunkermäßiges geben muss. Also vielleicht finden wir da noch mehr. Ausschwärmen! Peter, ich glaube, wir müssen irgendwie in dieses Gebäude hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht mehr Gasmasken und so ein Zeugs drinnen liegen. Das Ding ist komplett versiegelt. Ja, also nicht ohne Grund, da liegt Zeugs drinnen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie aufs Dach und versuchen von oben einzusteigen. Gleich mal hier diesen verwunschenen Weinlebenweg rauf. Oh, ja, ja. Ja, da ist alles zu mit Asbestplatten. Komplett. Ich glaube, das Fenster da ist offen. Bro, hier sind keine Scheiben. Das ist offen hier. Du könntest dich da an die Kante setzen und ich lasse mich deine Beine runter ins Fenster. Schön jetzt direkt ins Einbrechermanöver. Aber ich glaube, so kommen wir da rein. Na gut. Zugriff. Glück. Okay. Oh mein Gott. Oh. Alter, ich bin drinnen. Oh, das war sketchy. Wir sind im Gebäude. Boah, das war wirklich mal ein Einstieg der Extraklasse. Ja, ja. Vorm Raufgehen habe ich jetzt schon Angst. Ja, stimmt. Aber jetzt erstmal hier rein. Oh. Okay, okay. Das sieht aber auf jeden Fall alt aus. Überall Zeugs. Eine alte Matratze. Und da geht's los. Oh mein Gott! Da ist eine komplette Gasmaske. Schaut euch das an. Alter, was ist das hier? Das ist eine komplette Gasmaske samt Filter. Das gibt's doch nicht. Das ist ja wie neu, das Ding. Peter, das musst du dir anschauen. Boah, was zur Hölle? Boah, das sieht wirklich aus wie ein Fallout-Charakter. Oh, ist das ekelhaft. Oh, wir müssen dich da irgendwie reinbekommen. Bevor wir jetzt komplett loslegen, versuchen wir jetzt wirklich mal den Fedo hier reinzubekommen, weil das ist zu wild. Ich habe mich hier gerade komplett umgesehen. Hier geht's nicht in das untere Stockwerk und die Tür, die rausführt, hier ist zu. Bro, innen gibt's keinen Weg, vergiss es. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass wir hier irgendeine Leiter bauen und du dich an meine Füße dranhängst. Ja, schau mal. Das geht. Das ist nicht so weit. Das ist nicht viel. Eine kleine Erhöhung da und dann kann ich dich raufziehen. Das ist es. Alter, mit der Stange funktioniert das, da bin ich mir sicher. Ja, ja, oh. Ich werde das Teil jetzt hier schön mit den Armen in Position halten, damit er sich nach links oder rechts kippt. Und der Fredo klettert hier schön hoch. Das ist ja wirklich hier wieder mal MacGyver vom Allerfeinsten.
Komm rein, komm rein. Ja! Alter Scholli! Yes. Wir sind drinnen. Yes. Und jetzt schau dir das gute Stück hier an. Boah, alter Schwede. Boah, sieht das geil aus. Die ist perfekt erhalten. Ich habe extra die Augen halbwegs zugehabt und mich nicht aufgespoilert, damit wir den Rest hier jetzt schön in alter Manier wegexploren. Ich habe mich direkt in Schale geworfen. Gibt es auch noch eine für dich? Boah, Alter, in grün. die ist leider schon ein bisschen zerfledert. Ja, das ist mal ein Selfie. Was gibt's da noch Schönes? Alter, eine Tasche oder so. Könnte eine Tasche von der Gasmaske gewesen sein. Hier noch irgendwelche Messgeräte. Oh, Schuhe. In klassischem Sowjetstil. Wow, Socken, Socken. Wow. Uiuiui. Da waren wahrscheinlich Schlüssel. Oh. Wieder im Büroraum. Alte Dokumente. Leute, Folgendes. Und zwar gab es schon wieder eine unangenehme Überraschung. Während wir gerade am Vloggen waren, hat irgendjemand begonnen, hier herumzuschreien am Gelände. Man hört sich gerade im Hintergrund. Aber die suchen uns jetzt. So Leute, wir sind wieder aus dem Lost Place draußen. Es gab leider ein unerwartetes Ende, da unsere Genehmigung nicht ins Armenische übersetzt wurde. Und deshalb gab es da ein Kommunikationsproblem. Aber nichtsdestotrotz geht es für uns in alter Manier direkt zur nächsten Location. In dem Sinne, Wir sehen uns gleich. so Leute, wir befinden uns direkt bei der nächsten Location. Und zwar geht es für uns gleich in einen nicht fertiggestellten U-Bahn-Tunnel tief unter der Erde inmitten von Armenien. Der Bau von dem Ding wurde 1991 eingestellt und es soll da wirklich noch Zeugs unten herumliegen. Außerdem ist der Tunnel wirklich gigantisch. Ich würde sagen, wir nehmen das Ding direkt unter die Lupe. Los geht's, Leute. So Leute, wir befinden uns schon direkt am Gelände. Hier sind auf jeden Fall so Schienen für diesen kolossalen Turm. Und da geht's wirklich runter. Boah, schaut sich das an. Da geht's einfach in die Tiefe. Das ist es, Leute. Das sieht aus wie eine Belüftung oder ein Lastenaufzug, sowas in die Richtung. Oh, Jackpot. Da geht's runter. Das ist es. Das ist unser Weg. Ab in den Untergrund. Oh, da wird's direkt kühl. Oh ja, da zieht's arg. Da geht's jetzt echt unzählige Stockwerke runter. Boah. Boah, das ist anstrengend. Ja, ja. Ah, fast geschafft wieder. 2 Stockwerke noch. Boah, komm. Oh. Oh. Aber wir sind unten. Direkt in dein Werkzeug. Oh, yes. Alter, schau dir das an. Da geht's direkt los. Irgendeine Werkzeugbank mit alten Teilen. Und hier geht's direkt weiter. Oh. Alter Scholli. Überall das Zeugs. Boah. Na. Fedo, schau dir das an. Was zur Hölle? Alter, das sind Loren. Das ist, glaube ich, der Beginn vom Tunnel, Ja, weil ja. da hinten geht's nicht weiter. Wir sind gerade wirklich den Aufzugsschacht runtergeklettert. Da die Kabine und hier geht's direkt rein und das Ding sieht aus wie eine Mine, aber ist tatsächlich ein unfertiger U-Bahn-Schacht. Hier die Gleise, also die sind für diese Loren hier, aber das sollte tatsächlich mal ein U-Bahn-Tunnel werden. Da, wie wild ist das? Die sind noch in Einsatzzustand, leicht weggerostet, aber sonst überall die Wegen. Da die Rohre komplett weggerostet. Was ist das? Oh. Alter, was? Da gehen jetzt plötzlich Gänge weg. Oh. Das sieht aber wie eine kleine Unterkunft aus. Das
Also da hat sich jemand schon mal gemütlich gemacht. Und da aber ein Ende. Es sieht auf jeden Fall schon leicht militärisch aus, ja. Wenn das nur eine U-Bahn-Station ist. Oh, das fährt noch. Ja, heftig. Oh, und hier zweigt sich jetzt aber das Gleis. Da geht's links und gerade weiter. Oh, also hier wird's echt lehmig. Ich glaube, hier wollten die weiterbauen, aber haben dann abgebrochen. Weil da geht eine Leiter rauf. Da geht's jetzt plötzlich hoch, oder wie? Was ist das, Bro? Also hier ist jetzt wirklich eine Holzdecke und Stahlstäbe eingezogen. Das sieht stark nach Stollen aus. Alter, krank, dass das mitten in der Innenstadt einfach liegt. Und die Leiter... Boah, Bro. Die können wir eigentlich nicht hochgehen. Ich glaube, wir müssen da seitlich hochklettern. Ja, stimmt. Das hilft nichts. Okay. Oh, was ist das? Oh, das ist richtig eng. Oh ja, das sieht schmal aus. Oh, was ist, Bro? Das ist eine riesen Schiefe, die darauf geht. Ja, was ist das? Ja, das sieht aus wie, als hätte da jemand ein Grab buddeln wollen. Und hier drüben geht einfach eine Steilwand hoch. Aber komplett zugemauert. Da ging es wahrscheinlich mal raus, aber das ist komplett zu. Das ist ein klassischer Fall für den Lumen Lambo. Oh. Also die wollten da vielleicht wirklich einen zweiten Tunnel bauen. Na gut, Bro. Zurück wieder in den Haupttunnel, würde ich sagen. Komm, wieder runter mit uns. Oh, wieder eine Holzdecke, die schon komplett am Schimmeln ist. Aber das ist interessant zu sehen, wie hier einfach das natürliche Gestein ist und da drüben einfach dieser Betontunnel eingezogen wurde. So, was das für eine Arbeit sein muss, so ein Ding zu bauen. Und noch mehr. Okay, da wird es jetzt aber gigantisch. Also da kann ich mir die U-Bahn vorstellen. Ja, ja, die sind jetzt auf jeden Fall mehr ausgebaut. Aber warte mal, Bro. Es sieht aber leicht wie ein Dead End aus, oder irre ich mich? Gibt's doch nicht. Ja, oder? Ah, hier ist Schluss mit lustig. Hier ist komplett zu. Komplett. Also hier wurde auch wieder aufgehört zum Bauen. Sieht man schön das Gestein, aber weiter geht's hier nicht mehr. Ist ja nicht. Ah, das war's, oder wie? Ja, ich glaube, wir sind überall lang gegangen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück, schauen, ob wir irgendwas übersehen haben. Ja. Aber ansonsten geht's wohl oder übel wieder an die Oberfläche. Wir dachten, dass es hier auf jeden Fall etwas größer ist, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll. Dass es hier einfach so versteckt mitten in der Stadt schlummert, ja. Wissen wahrscheinlich wenige. So, wir haben uns hier überall noch umgesehen, leider keinen weiteren Gang mehr gefunden. Für uns geht's jetzt auf jeden Fall schleunigst wieder an die Oberfläche. Wir sehen uns dort, Leute. So Leute, wir haben es wieder heil rauf geschafft, sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Das Tunnelsystem war leider nicht ganz so groß wie erwartet, aber hat trotzdem richtig Bock gemacht. Eine Exploring-Tour vom Allerfeinsten. Dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute!